Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video von mir. Heute werden wir ein richtig leckeres Buttermilch-Hähnchen herstellen, inshallah. Und zwar könnten wir uns damit fast den Gang zum KFC sparen, denn jetzt können wir uns dieses leckere Fleisch schon zu Hause selber machen. Denn zum einen ist es sehr viel günstiger, wenn man sich sein paniertes Hähnchenfleisch zu Hause selber herstellt, und auch sehr viel gesünder. Denn das Fleisch von KFC zum Beispiel ist voller Konservierungsstoffe und Chemie und ungesunden Zutaten. Und da lohnt es sich wirklich allemal, wenn man sich dieses leckere Fleisch zu Hause selber herstellt. Und das Tolle daran ist, dass es noch nicht mal schwierig ist, das herzustellen. Es geht wirklich einfach und schnell. Und das einzige Geheimnis daran ist eben das, dass man die Hähnchenstücke eine Nacht vorher in Buttermilch marinieren lässt. Die Buttermilch ist das ganze Geheimnis an diesem herrlichen Rezept, und ich werde euch jetzt zeigen, wie einfach wir dieses leckere Fleisch zubereiten können. Sowohl Hähnchenschenkel als auch Hähnchenbrust werden wir hier jetzt zubereiten, inshallah. Und jetzt fangen wir auch an. Zuerst fangen wir mit den Hähnchenschenkeln an. Ich habe jetzt hier 2 große Hähnchenschenkel genommen, die ich hier enthäutet habe und jeweils in 3 Teile unterteilt habe, sodass wir 6 Stücke erhalten haben. Und die würzen wir jetzt einfach nach Geschmack. Ich habe jetzt hier so ein Hähnchen-Grill-Gewürz dafür genommen, und dann kann man einfach noch Salz und Pfeffer dazu benutzen. Ich benutze hier jetzt das Himalaya-Salz wie immer, und dann hatte ich hier jetzt noch Chili genommen anstelle des Pfeffers, aber das kann man dann machen, wie man möchte. Und ja, das war es eigentlich auch schon an Gewürzen. Und das tun wir jetzt von beiden Seiten. Wir würzen die Schenkel von beiden Seiten gleichmäßig. Wie gesagt, einfach nach Geschmack. Und dann geben wir das Fleisch auch schon in eine Plastikbox hier, in so ein Tupperware, und geben einfach eine ganze Packung Buttermilch hinzu. Ich tue jetzt hier noch den Teller damit ausspülen, damit nichts verloren geht von den Gewürzen. Und dann geben wir zu dieser Marinade, zu dieser Buttermilch, einfach noch etwas Sojasauce und ein paar Knoblauchzehen gepresst hinzu. Das war's, also mehr brauchen wir nicht für die Marinade, und jetzt wird das einfach alles kurz vermischt, und dann kommt das Ganze zugedeckt in den Kühlschrank und bleibt dort über Nacht. Am nächsten Tag werden wir dann die Mehlmischung zubereiten. Dazu geben wir einfach etwas Himalaya-Salz, Pfeffer und nochmal wieder dieses Grillgewürz hinzu oder auch Paprika nach Geschmack, und etwas Parmesankäse habe ich noch hinzugegeben. Das war's jetzt für die Mehlmischung. Wir mischen alles gründlich durch. Wichtig ist aber, dass man hier Vollkornmehl nimmt. Das ist einfach gesünder als das Weißmehl, und das macht im Geschmack überhaupt keinen Unterschied. Ja, und dann am nächsten Tag werden wir dann auch schon die Hähnchen aus der Buttermilch herausnehmen und sie in dieser Mehlmischung wenden. Das ist eigentlich alles, was man für dieses Rezept braucht. So einfach geht das, und danach werden die dann im heißen Öl frittiert, die Hähnchenstücke. Wichtig ist jetzt, dass man hier die Hähnchenteile wirklich von allen Seiten gründlich und mehrmals in dieser Mehlmischung wendet und das Mehl praktisch darin einreibt, wenn möglich. Also wenn man es mit der Hand macht, wäre es wahrscheinlich noch besser. Und die dann auch eine Weile auf dem Teller liegen lässt, während wir dann die anderen Hähnchenstücke darin wenden, damit das Mehl schön in das Hähnchen einziehen kann, und hinterher kommt nochmal wieder ein bisschen Mehl drüber. Auf diese Weise bekommen wir nachher dann diese leckere Kruste, die dann auch nicht so leicht abfällt. Deshalb ist es wichtig, dass man das Hähnchen dann noch eine Weile lang liegen lässt in dem Mehl, und sobald das Mehl dann so ein bisschen anfängt nass zu werden, dann tut man nochmal wieder frisches Mehl drüber gießen, drüber streuen sozusagen, oder das damit einreiben, und das tut man mehrere Male, damit man dann eine schöne Kruste am Ende bekommt, wenn man sie dann frittiert. Ja, und das hatten wir hier jetzt getan. Wir haben sie mehrere Male in dem Mehl gewendet, bis kein Mehl mehr übrig ist, und sie eine Weile lang auf dem Teller liegen gelassen, sodass das Mehl wirklich schön einziehen konnte. Und dann werden die Hähnchenteile jetzt in heißem Öl frittiert. Wichtig ist aber, dass das Öl nicht zu heiß sein sollte. Das sollte auf Mittelstufe eingestellt sein, also ungefähr auf 6 oder zwischen 6 und 7, wenn man jetzt 10 Stufen hat, damit das Hähnchenfleisch auch wirklich von innen garen kann und damit es von außen nicht verbrennt. Und sobald die Hähnchen dann goldgelb von der Farbe her sind sie dann fertig, und dann sind sie auch innen fertig.
innen schön weich und zart und saftig. Ja, das war's dann eigentlich schon, was die Hähnchenschenkel jetzt betrifft. Und wie gesagt, das ganz Geheimnis ist eben diese Buttermilch. Die sorgt eben dafür, dass das Hähnchenfleisch wirklich richtig zart und saftig wird und diesen tollen Geschmack am Ende bekommt. Mashallah. Ihr seht, wie einfach diese herrlichen Hähnchenteile herzustellen sind, wie einfach und schnell das geht. Das einzige Clou an der ganzen Sache ist eben, dass man sie eine Nacht vorher in Buttermilch marinieren muss. Mehr braucht man dazu nicht zu tun. Auf diese Weise kann man praktisch KFC umgehen. Man kann sich diesen teuren Spaß in Kentucky Fried Chicken wirklich sparen, denn man kann dieses leckere Fleisch so einfach genauso zu Hause herstellen. Jetzt werden wir die gleiche Prozedur mit der Hähnchenbrust tätigen. Dazu nehmen wir jetzt Hähnchenbruststücke, die wir in der Mitte durchschneiden. Dadurch werden die etwas dünner und werden dann schneller garen und man bekommt mehr Stücke. Die würzen wir dann ebenso mit Himalaya-Salz, Pfeffer und Paprika. Und auf diese Weise kann man dann diese leckeren Crispies und Filetbites in Kentucky Fried Chicken ersetzen, die dort sehr teuer sind und auch mit ungesunden Zutaten versehen sind, und kann sie dann ganz einfach zu Hause selber herstellen. Und wir benutzen hier jetzt die gleiche Buttermilch, die wir vorher für die Hähnchenschenkel benutzt haben, damit wir die nicht wegwerfen müssen. Und die kann man genauso gut benutzen. Da sind alle Zutaten und alle Gewürze noch drin. Was die Mehlmischung betrifft, die stellen wir jetzt hier kurz neu her, genauso wie wir die alte hergestellt hatten, denn die andere war ja jetzt zu Ende schon. Nochmal mit Salz, Pfeffer, Paprika und Parmesankäse mischen, und zwar nehmen wir auch wieder hier Vollkornmehl. Ja, und dann werden wir genau das gleiche wie vorher auch hier jetzt mit der Hähnchenbrust machen. Die werden wir jetzt wieder mehrere Male gründlich hier in dieser Mehlmischung wenden, sie eine Weile daran liegen lassen, und bis diese Mehlmischung wieder nass wird, und dann nochmal wieder kurz im Mehl wenden, damit wir hinterher eine richtig schöne haftende Kruste bekommen. Und dann werden wir das Ganze wie vorher, die Hähnchenschenkel, auch wieder in heißem Öl frittieren von beiden Seiten, bis sie goldbraun sein werden. Und auch hier wieder Mittelstufe verwenden, also nicht so heiß die Flamme stellen, damit sie auch wirklich von innen gar sein werden und von außen nicht verbrennen. Ja, und ihr seht, so schnell geht das. Und was die Mehlmischung betrifft, die können wir jetzt auf diese Weise hier von den Partikeln hier trennen und reinigen, indem wir das Ganze jetzt durch ein Sieb geben. Und das, was unten rauskommt, das Mehl, das kann man dann aufheben und für nächstes Mal wieder benutzen. Die nassen Teile, und das tun wir alles raussieben. Dadurch müssen wir dann diese Mehlmischung nicht wegwerfen und können sie noch einmal verwenden beim nächsten Mal. Ja, und damit sind auch diese Hähnchenbrustteile fertig. Ihr seht, wie lecker die aussehen, und genauso lecker schmecken die auch, Mashallah. Und wie gesagt, wir können uns jetzt wirklich den Kentucky Fried Chicken Gang ersparen und können diese leckeren Teile so günstig und so einfach und so lecker zu Hause selber herstellen. Mashallah. Und obwohl sie eigentlich nur mit diesen 3 stinknormalen Gewürzen gewürzt wurden, also Paprika, Pfeffer und Salz, abgesehen jetzt von der Sojasauce und dem Knoblauch, den wir noch in die Buttermilch gegeben haben, schmecken die trotzdem so lecker, also so köstlich, und man kann sie wirklich mit dem KFC-Fleisch messen. Die Buttermilch macht eben das Fleisch auch ganz zart und saftig. Das ist eben das Tolle daran. Dadurch ist das gar nicht trocken irgendwie. Also normalerweise wird ja so paniertes Fleisch immer sehr schnell trocken, wenn man es frittiert. Das ist aber eben mit diesen Teilen hier jetzt nicht der Fall. Durch die Buttermilch bekommen die eben diese leckere, saftige, zarte Struktur, Mashallah. Ja, und die schmecken einfach nur herrlich. Ich kann euch nur empfehlen, dieses Rezept mal nachzumachen, das auszuprobieren, und dann erzählt mir doch hinterher, wie gut euch das gelungen ist, wie es euch geschmeckt hat. Das würde mich sehr interessieren. Ich freue mich über euer Feedback. Ja, und dann wünsche ich euch guten Appetit, viel Erfolg beim Nachmachen, und dann sehen wir uns inshallah wieder das nächste Mal. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.